Hey Hubi, ich habe jetzt mal endlich anständiges Werkzeug für dich. Hey Maestro! Ordentliche Maschinen! Ja, hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der oberen Mühle in Niederurf. Wie ihr seht, Hubi hat ein bisschen in neues Werkzeug investiert. Um was es sich genau handelt, das werden die Jungs uns jetzt mal vorstellen. So, wir müssen heute noch den Ziegenstall misten, deswegen müssen wir erstmal Arbeit vor Vergnügen setzen. Ich hänge mir jetzt mal den Anhänger an, den Wagen, und stelle den vom Ziegenstall, damit der schon mal steht, damit wir gleich anfangen können zu misten, und danach gucken wir uns an, was uns der Marcel hier Schönes mitgebracht hat. Der Mister und der Melker. Und für den gab es eine Batterie. Wir kennen da nämlich einen, der hat heute Morgen versucht, sein Auto anzumachen und hat erkannt, dass das ohne Batterie schwierig wird. Ne? So ihr Lieben, der Schlepper steht an Position, jetzt kümmern wir uns noch mal um das Wichtige. Sag mal Marcel, warum willst du denn eigentlich so ein Schätzchen verkaufen? Hubi, ich habe das Schätzchen mir geholt, bevor ich das Haus gekauft habe, und sie ist mir jetzt im Endeffekt eine Nummer zu groß, weil ich keine Verwendung dafür mehr habe. Und deswegen habe ich gedacht, verkaufe ich es an dir, und das passt dann schon. Ja, das ist natürlich richtig geil, Marcel. Ne? Weil, ich weiß nur nicht, also ich werde sie in Ehren halten, und weißt du was? Was der allergrößte, also wirklich, also von meiner Seite aus, das allergrößte Entgegenkommen ist, ne, gegenüber der Säge und auch der restlichen Welt, ich werde sie auf Aspen fahren.
Ich werde komplett auf Aspen Da umstellen. werden sich viele Leute freuen. Wenn du dann noch mit der Hand feilst, dann gehen sie alle kaputt. Ja, da wollen wir jetzt mal nicht zu weit gehen. Also ich habe die Maschinen immer nur mit Aspen gefahren oder mit der Hand gefeilt. Also weil, wenn Maschine, habe ich es immer nur dann gemacht, wenn ich mal Nagel getroffen habe oder so. Weil das merkt man schon an der Schärfe. Ja, für die technischen Daten und um zu erfahren, um was für eine Säge es sich hier genau handelt, haben wir einen Experten hier. Der kann uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu der Säge sagen. Ja, Hubi. Ja, schön, dass wir wieder dabei sind, Ja. Daniel. Seit langem mal wieder. Also, ich muss sagen, Hubi, du hast das neueste Modell von Stihl gekriegt. Eines der neuesten. Die benutze ich selbst auch im Betrieb. Ja. Aus Ausbildungssäge. Das ist eine 462. Die ist Standard ausgestattet, die hat keine Griffheizung, kannst sie noch mit Griffheizung kaufen, da kostet sie, keine Ahnung, 100 Euro mehr oder so. Die Säge hat 72 Kubik, hat 6 PS grob, sie wiegt ungetankt 6 Kilo, ist ausgestattet mit einer 50er Schneidegarnitur Standard, hat 3/8 Teilung und hat eine Vollmeiselkette drauf. Also als ich meinem Vater gesagt habe, dass ich von Marcel die Säge kaufen möchte, hat er zu mir gesagt, die Säge wäre gut, aber wäre ziemlich schwer und zum Ausasten würde die nur mäßig taugen. Wie benutzt ihr die Säge im Wald? Ist das eine reine Fellsäge oder benutzt ihr die auch für andere Arbeiten noch? Also du kannst sie als reine Fellsäge nehmen, aber wir im Betrieb, spezifisch ich jetzt, sage mir im Sommer bei 30 Grad, wenn wir Fichte machen, nehme ich nicht noch eine zweite Säge mit. Dann entaste ich auch mit der, das geht eigentlich prima, weil die halt auch diese Leistung hat. Ja, und im Buchen-Starkholz nehme ich eigentlich nur die zum Fällen und zum Entasten, weil da sind ja die Äste erstmal viel stärker, das geht auch viel schneller. Weil du merkst schon diese Leistung, die die Säge hat. Naja, das wollen wir natürlich mal ausprobieren, ne? Ja. Ob die Säge auch Leistung hat. Wir wollen jetzt die Chance mal nutzen, bevor wir natürlich die Säge jetzt mal ausprobieren, haben wir gedacht, wir machen die Kette mal scharf. Und was würde sich da eher anbieten, als wenn wir den Profi uns mal zeigen lassen, wie man so eine Kette richtig schön scharf macht. Also man nimmt erstmal, ne, das ist jetzt eine 3/8 Teilung, ja. 3/8 Teilung und dafür nimmst du eine 5/5er Pfeil. 5/5er Pfeile. Bis die Kette oder bis der Zahn so weit zurückgefeilt ist, dass das weitere Feilen mit dieser Feile das Treibglied beschädigen würde, sodass es beim, habe ich da nie drauf geachtet, ne? Habe ich beim Schärfgerät noch nie geachtet, da haben wir ja auch nichts anderes drauf. Können wir ja mal zeigen an deiner Kette, die ist bestimmt im Treibglied unterfallen. Also nochmal zur Erklärung, wenn ich hier mit der Feile jetzt den Zahn feilen würde, würde ich, weil die Feile zu groß ist, hier unten in das Glied reinfeilen. Wenn du das zu oft machst, ist die Gefahr hoch, dass du die Kette reißen kann beim Schneiden. Wenn du ungefähr bei der Hälfte bist, nimmst du die nächst kleinere Feileneinheit, damit du das Treibglied nicht anfeilst und so die Kette reißen kann. Weil irgendwann wird diese Feile zu groß. Ja Leute, man sieht, die Kette war mal ausgeglüht und deswegen lässt sie sich gerade relativ bescheiden feilen. Wir haben sie schon mal vorgefeilt, dass man aus diesem harten, ausgeglühten Material rauskommt. Aber bei manchen Zähnen merkt man noch beim Feilen oder hört man vielleicht auch, dass man noch nicht aus diesem harten, ausgeglühten Teil raus ist. Wie ist das jetzt mit dem Tiefenbegrenzer? Den muss man jetzt noch nicht wegmachen, ne? Oder runterfallen. Zu meiner Schande sage ich, ich habe ihn schon runtergenommen. Ja. Also man sieht,
Vielleicht kann es die Kamera auffangen, ich weiß es nicht. Aber da ist ein frischer Feilenstrich. Also ich habe einen Feilenstrich runtergenommen. Und ist das wie, machst du immer, wenn du die Kette feilst, dann ein Feilenstrich pro, also auf dem Tiefengrenzer pro einmal scharf machen? Oder hast du da Nee, also es gibt so Tiefenbegrenzerlehren, die kannst du drauflegen und da ist das dann festgelegt, wie tief er sein kann oder muss. Aber ich mache es einfach rein nach Gefühl. Wenn mir die Säge nicht richtig genug schneidet oder ich sag mal so nicht krallig genug ist, nehme ich den Tiefenbegrenzer einfach nochmal runter. Also es ist Gefühlssache. Also je nach wie die Säge ins Holz geht. Ja, also es ist eine reine Gefühlssache, finde ich jetzt persönlich. Jemand anders mag es anders. Sag mal, aber so ein, wenn so ein Stahl hart ist, dann ist der wie beim Bohrer eigentlich auch, dann müsste der ja auch länger vorhalten, oder? Ja gut, du musst aber überlegen, der Bohrer ist in Öl gehärtet worden. Ja. Das ist wie wenn du Metall warm machst, dann ins Wasser legst und dann mal draufschlägst. Das wird total spröde und so ist das bei der Kette auch. Und das kommt nur davon, wenn man mit dem Gerät, mit dem Schleifgerät zu lange den Zahn drauf gehalten hat. Ja. Dann glüht die Kette Härtung, sage ich mal, die hat ja auch eine gewisse Härtung. Es gibt ja Maschinen, die sind wassergekühlt. Ne? Also es gibt ja auch richtig, wenn du so professionelle Schärfmaschinen hast, dann wird der Zahn wassergekühlt, damit der eben nicht aushärtet. Aber gerade bei meiner Schärfmaschine, da ist es ganz oft, da ziehst du und dann glüht der Zahn. Da kannst du vorsichtig sein, wie du willst, und dann wird das hart. Da habe ich mir immer gedacht, ach, hart ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Hart ist ja auch dann hält er länger. Ne? Ja, denkt man, aber ist leider nicht. Aber du meinst, der wird eher spröde und dadurch ist die Schärfe dann sogar schneller raus, als wenn er nicht gehärtet ist. Definitiv. Ja. Deswegen, man hat ja auch eben gemerkt beim Feilen, die Pfeile hatten keinen Grip. Weil der Zahn zu hart ist. Als wenn du über Glas ziehen würdest. Ja, genau. Ne? So. Als ob die Pfeile stumpf wären, aber das ist sie nicht. Ja. Das heißt also, wenn ich eine Kette mit der Pfeile schärfen möchte, dann muss ich sie von Anfang an mit der Pfeile schärfen und ich sollte zusehen, dass ich zwischendurch keine Maschine benutze. Und wenn ich eine Maschine benutze, dann darauf achten, dass sie nicht ausglüht. Was natürlich nicht so einfach ist bei einer Maschine. Ne? Ja, das Fingerspitzengefühl. Ja. Wie lange hast du jetzt für die Kette gebraucht ungefähr in dem Zustand? Bestimmt 15 bis 20 Minuten. 15 bis 20 Minuten, ja. Das wäre mir tatsächlich für eine Kette, wenn ich hier so in Action bin und mir denke, oh, 15 bis 20 Minuten, hast vier Ketten zu feilen, dann bist du ja über eine Stunde dran. Ne? Dann gut, aber die sind ja dann nicht ausgeglüht. Du gehst ja immer von der normalen Kette aus. Also da reichen 5 also die Minuten. war jetzt so lang, weil die so hart war. Ja, weil die so ausgeglüht war. Und wenn du eine normale Kette hast, du machst das immer in diesem Intervall, dann bist du in 5 Minuten fertig. Du spannst sie auch, wie wir es jetzt gemacht haben, so einen Schraubstock ein und gehst dann immer... Also wenn du die eine Seite fertig hast, drehst du die einfach, falls dann die andere noch. Ja. Fertig. Drehst die Kette, die Säge einmal um. Ja, genau. Und mal gucken, ob sie schneidet? Ja, klar. Ich bin selbst mal gespannt, weil so eine Kette hatte ich noch nie, die so ausgeglüht war. Da gibt es nochmal was Neues, ne? So ihr Lieben, also wir werden uns jetzt mal hier so eine Eiche vornehmen. Da werden wir einfach mal vorne so ein bisschen das Ährchen abschneiden. Dann haben wir da hinten noch Fichtenholz. Da probieren wir unten den Wurzelansatz mal so weit zu stutzen, dass die besser auf die Säge packen. Wenn wir Lust haben, dann schneiden wir jetzt noch mal ein Stück von der Birke ab. Ich bin gespannt, wie die neue Säge sägt. Sie ist hier in den allerbesten Händen und ja, mal gucken, wie die selbst gefeilte Kette jetzt ans Holz rangeht. Und? Ja, nicht schlecht. Also wäre die Kette jetzt nicht ausgeglüht, würde sie, glaube ich, noch besser schneiden.
ist auch schon ein bisschen faul. Ein bisschen ist gut. Aber es geht bei Birke schnell. Ja, mein Vater wollte eigentlich Bretter rausgeschnitten haben. Du siehst, ich habe auch schief geschnitten. Ja gut, das Ding liegt ja auch schief. Eigentlich hast du gerade geschnitten, der Baumstamm liegt schief. Aber jetzt zum Schluss nochmal Fichte, wie? Ja. Fichte ging am besten, ne? Das ist ja auch weiches Holz. Das ist auch schön, weil das kommt immer, wenn man diese Längsschnitte macht. Da hat man ja richtig Holz. Ja, es ist ja so schneide ich beim Wurzelanlauf gegen die Faser. Und wenn ich mit der Faser schneide, sind natürlich auch die Späne kleiner. Ja. Aber ich finde das immer, das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass die Kette nicht ganz so. Ja gut, wenn man sich hier die Späne anguckt, sieht man ja auch, dass sie richtig gehobelt hat. Weil wenn eine Kette stumpf ist, macht die nur so Pulver. Ganz feines Pulver. Das hier ist ja richtig rausgehobelt. Und wie findest du die Säge? Aber du kennst sie ja, ne? Die Säge ist eigentlich top. Also ich vermisse nicht, klar, hätte ein bisschen schärfer sein können, aber macht ja an der Säge nichts weiter aus. Und die 6 Kilo Gewicht, findest du okay? Ja, die merkt man nicht. Du hast auch noch eine Tiefenbegrenzerlehre dabei. Ja. Zeig uns doch mal kurz, wie die funktioniert. Also man legt die, wir nehmen jetzt hier den Tiefenbegrenzer, da lege ich die Tiefenbegrenzerlehre so auf, dass man den Zahn sieht. Hier sieht man ja, so, dass der Tiefenbegrenzer nicht übersteht. Ja. Würde der Tiefenbegrenzer jetzt hier über den Schlitz stehen, dann müsste ich ihn auch runternehmen. Aber er guckt nicht drüber, also brauche ich ihn nicht runterzunehmen. Alles klar, gut. Das heißt also, so wäre die Kette jetzt einsatztauglich. Bei Harthölzern ist es ja besser, wenn der Tiefenbegrenzer nicht ganz so weit unten ist, ne? Und bei... Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Leistung von der Säge, ne? Ja, es liegt auch am Bediener. Der eine mag es gralliger, der andere mag es eher normal schneidet. Ja. Ruby, Und du übereignest mir deine Waffe, ja? genau. Es sei jetzt meine. Genau. Ich werde sie in Ehren halten. Was einige Zuschauer wahrscheinlich nur interessieren wird, ist, was hat der Ruby jetzt bezahlt für das Der Biest? Ruby hat 800 bezahlt für das Biest, aber nur weil er es ist. Ja, ist noch ein Jahr Garantie drauf. Ein Jahr Garantie. Was hast du bezahlt? Über 1000. Über 1000. Ja, das ist ein Nachbar, ne? Das ist ein schöner Nachbar. Also das, ja, Marcel, vielen Dank. Und immer schön Schnittschutzhose. Immer schön Schnittschutzhose, vor allen Dingen Aspen reinmachen. Aspen rein. Ich werde es in Ehren halten. Ich freue mich total, dass ich jetzt hier so ein
Ja, das wird meine 044, ist zwar auch eine schöne Säge, die wird auch noch in Ruhestand gehen, aber ich sag mal, mit sowas im Wald ist man natürlich schon ein bisschen besser aufgestellt als mit einer 044. Ne? Genau. Ich habe ja gehört, du hast Probleme mit deiner 1 Husqvarna Säge. Ja. Dafür habe ich noch ein kleines Weihnachtspräsent für dich besorgt. Das ist aber lieb von dir. Wenn das kein 550 XP Vergaser ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Ja, Ja, super. Das gibt es aber erst beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. bitte, bitte. Und wir als Team von der Obermühle hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Genau. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Frohes Neues! Das ist noch nicht mein Freund. Das dauert eine Weile, bis der zum Freund wird. Das ist schon heftig, dass das Papier durchknallt. Ja, René, schön, dass du da warst. Nur bevor du jetzt nach Hause fährst, darfst du Bungarts fahren. Ja, jetzt freue ich mich, unseren Gastgeber hier vor der Kamera zu haben. Wie kein Allrad! Hat er denn kein Allrad? Sag ich ja.